Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute fangen wir ein neues Unterkapitel an, nämlich das deduktive oder analytische Lernen. Das ist das gleiche, also ist einfach nur ein anderer Name für dasselbe. Im Prinzip, was wir hier machen, ist, wir wollen mit festen Regeln lernen. Das ist eigentlich ziemlich geil, weil man braucht fast oder eigentlich überhaupt keine Beispiele, um diese Regeln irgendwie zu benutzen. Man muss nur wirklich gültige Regeln haben und kann dann schon perfekt lernen. Ein super Beispiel wäre zum Beispiel Schach oder Go wahrscheinlich auch. Haben sie allerdings mit neuronalen Netzen gemacht, aber theoretisch, wenn man die Zugregeln hat, dann kann man sich alle perfekten Züge herleiten. Aus den einzelnen Figuren, wie stehen die und so weiter und so fort, kann ich mir immer herleiten, welche Figur schlägt jetzt oder könnte eine andere Figur schlagen und was könnte ich danach machen und so weiter und so fort. Das kann man alles mit dem deduktiven bzw. analytischen Lernen machen. So, wollen wir direkt mal anfangen, sonst denken ja die Leute, dass ich hier einen Fleck auf meinem Bildschirm habe, dabei ist es meine Maus. Genau, was man bei dem deduktiven bzw. analytischen Lernen, ich muss mich jetzt für eins entscheiden, was man beim analytischen Lernen macht, ist, man nimmt sich eine Regel und dann kann man diese Regel ableiten. Zum Beispiel, wenn Regel A gilt und wenn Regel A gilt, dann gilt auch Regel B, dann folgt daraus, dass Regel B gilt. Also zum Beispiel, mein Springer steht auf Position. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von Schach. Ich weiß, dass es irgendwelche Buchstaben und irgendwelche Zahlen gibt. Also sagen wir mal, mein Springer steht auf A3 und es gilt die Regel, wenn der Springer auf A3 steht, dann kann er nach, keine Ahnung, B6 oder sowas. Dann bedeutet das, dass mein Springer auf B6 kann. Das war jetzt einfach nur ein Beispiel dafür, was man zum Beispiel hier als Regel machen könnte. Und dann kann man hier als Regel B noch weitermachen, wenn auf was habe ich gesagt, B6 eine feindliche Figur steht und eine freundliche Figur geht dorthin, dann wird diese feindliche Figur geschlagen oder sowas. Das könnte man eben hier als diese Regeln sehen. Und dann kann man das ableiten, also aus zwei Regeln, wenn man die kombiniert, eine neue machen. So ist im Prinzip das Konzept und das möchte man jetzt möglichst weit verbreiten und dann auch noch verbessern, logischerweise die Leistung verbessern. Denn ich kann nicht für jedes Feld und jede Art von Figur normalerweise so eine Regel erstellen. Das wäre ein bisschen zu aufwendig. Es könnte ja sein, dass ein anderer Gegner da drauf steht, dann generalisiert man lieber mal ein bisschen. Okay, man könnte jetzt zum Beispiel sagen, dass es eigentlich gar kein Lernen ist, weil das hier ist ja eigentlich schon gegeben. Also wenn ich die zwei Sachen gegeben habe, daraus dann das dritte zu folgen, das ist jetzt nicht wirklich was lernen, das ist eher was herleiten. Aber normalerweise, also die Definition von Lernen besagt ja auch, dass Speed-Up dazu gehört. Also wenn man Speed-Up bei irgendwas erreicht, dann zählt es teilweise auch schon als Lernen. Und manche Probleme können tatsächlich erst durch diesen Speed-Up gelöst werden. Es sei denn, wir haben jetzt natürlich gleich mal Quantencomputer und so weiter und so fort. Aber die meisten Sachen können wirklich erst dadurch gelöst werden. Zum Beispiel eben das Schachspielen. Es wäre sonst viel zu hardcore. Und deswegen fällt es tatsächlich auch unter das Lernen. Also eigentlich ist es so nicht so direktes Lernen, aber es ist schon irgendwie Lernen. Okay, ja, was wir als erstes mal uns angucken wollen, ist, wie sieht das Ganze aus? Und zwar, wir haben hier ein bisschen Vokabular. Und zwar hier dieses, was wir gegeben haben, diese ganzen Teiler, also vor allem diese Regel hier, die nennen sich, normalerweise ist es ja mehr als eine Regel, also normalerweise ist es ein ganzer Packen von Regeln, so an die 1000 bis 50.000, keine Ahnung, Stück. Die nennen sich Domain Theory. Und die Beispiele dafür, also zum Beispiel, dass mein Springer direkt auf A5 steht, das wäre dann eben ein Beispiel. Ja, und dann kann man anfangen, hier den Algorithmus laufen zu lassen, den ich euch dann im nächsten Video vorstellen werde, nämlich das erklärungsbasierte Lernen. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!